Wir gehen undercover. Oh shit, der Vergleich. Oh fuck, wir sind glaube ich ein bisschen offensichtlich. Da können wir sicher dann auch nicht zoomen. Riesen Kamera dabei. Aber ist schon Scherz. Oh, jetzt gehen wir da rein in einer Villa rein. Ja, nimm die, komm. So, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute habe ich den Roger auf ein ganz spezielles Abenteuer eingeladen. Wir gehen nämlich mit dem Zug weg. Wir gehen ein bisschen weiter, wie wir sonst normalerweise gehen, weil wir gehen auf die Suche nach gefährdeten Spezies. Das ist nicht so einfach zu finden. In Frauenfeld gibt es die nur in Gefangenschaft. Und wir wollen natürlich die Wildtiere sehen, wie sie leben, wie sie florieren. Und darum geht es heute los mit dem Zug. Sehen, wenn ihr dranbleibt. Let's go! Schnell auf den Zug. Nächster Halt Zürich Flughafen. Alles eingecheckt. Aber irgendwann müssen wir da mal noch ein Mofa einchecken. Unbedingt. Darf man sagen, wann? Nein. Nö. Hi, hola! Hola! Jetzt einchecken, eigentlich mal duschen und dann sind wir da. Buenos dias! Hola! Venga. Endlich im Paradies angekommen. Hier ist genau der Ort, wo wir unsere ganz spezielle Gattung suchen müssen. Aber wir müssen noch ein paar Anpassungen machen. Wieso? Können wir die nicht suchen. Absolut nicht in Ordnung. Da müssen wir noch anpassen. Geil. Nach über 35 Stunden sind wir endlich angekommen im Paradies, Mann. Wir sind auf einer wichtigen Mission, der Rauscher und ich. Und etwas ganz Spezielles müssen wir hier einfangen in der freien Wildbahn. Keine Angst, wir tun nichts. Nur schauen, nicht anlangen. Rau! So Freunde, ich darf euch endlich sagen, um was es geht. Chef im Urlaub, ihr habt es geahnt. Der Marc ahnt es aber nicht. Der ist nämlich auf Cocosnuss Country, Nicaragua geflogen. Der letzte entspannte Urlaub, den er je wird haben will. Roger und ich sind nicht wieder nachgeflogen. Sehr spontan die ganze Aktion. Der Marc ist in einem schönen Resort. Etwa 300 Meter weg von da. Genau, ja, es ist ein bisschen mehr. Wir sehen sogar, dass das Resort Wir sehen gut an, weil der Roger hat Spy hier dabei. Ohne Ende. Alter, wir sind jetzt inkognito da. Ein wilder Marc Züricher suchen wir. Das ist nämlich ganz spezielle Gattung. Wir sind jetzt hier, um den mal die freie Wildbahn zu erleben. Euch nehmen wir natürlich dabei mit. Wir dürfen gar nicht mehr so laut reden, weil undercover, weiter geht's. Freunde, wir sind ausgerüstet. TÜV geholt. Geil. Wir haben leider keinen Helm bekommen. Es ist verboten hier. Hebst du die Rauschi? Aber so drinnen zwei, wir liegen am Rand. Super befestigte Straße hier. Da rechts geht es an den Strand, kann man surfen. Geradeaus ins Amaro, dort ist der Marc Züricher daheim. Da gehen wir jetzt mal lieber noch nicht so zu nahe ran. Hey Roger, Spionagebusiness, das ist jetzt einfach gar nichts. Ganz spontaner Standortwechsel. Wir sind schon unterwegs im Marc Züricher suchen. Schon fast dort am Strand unten. Der Roger ist sogar noch in Anspissen worden. Scheiß Hund! Von den Togo. Nein, Mann! Jetzt sind wir alles retour. Wir müssen jetzt den TÜV schnappen und ganz neu mit anders fahren. Das heisst, wir laufen jetzt wieder retour, TÜV schnappen und die suchen. Weil wir müssen Marc Züricher in freier Wildbahn finden. Jetzt mit Helm! Irgendwo da, ja. Wir sind jetzt hier irgendwo in der Pampa. Ich glaube, hier neben uns steht gerade sein TÜV. Und das ist jetzt gerade ein bisschen mühsam, weil wir können da nie jetzt richtig hin. Wir müssen aber gleich runter, weil die Sonne geht unter und dann gehen sie sicher auch rein. Das heisst, wir müssen uns jetzt irgendwo auf die Lur legen, sodass sie uns nicht sieht. Probieren, dass wir die wilden Tiere filmen können. Ein Turban, damit er mich nicht erkennt, weil ich bin wie ein Chamäleon. Das ist eine aufregende Angelegenheit. Ja, vor allem du hast wenigstens einen Turban. Ich kann immer noch den Helm haben. Du musst doch deinen Hut anlegen. Rausch.
Wir sehen den. Ich glaube, ich sehe ihn. Irgendwo dort unten. Ich glaube, wir müssen die große Kamera führen. Wir gehen jetzt hier runter, mal ein bisschen links und chillen jetzt dort hin. Also, wir hocken jetzt hier irgendwo. Wo dort ist er? Dort mit dem weißen Käppchen. Dort ist der Markt Züricher. Er sieht entspannt aus. Ich mag es ihm gönnen. Jetzt streng ist. Der Rauscher ist da, parat. Tu mal da zwischen mir durch. Die riesen Kanonen, aber was du da hat. Marc, ich fühle dich. Mofa-Kulthütli in diesem Paradies. Ich glaube, wir haben die ersten Aufnahmen vom Marc Zürcher, von dem Naturfotograf. So, also, erste Aufnahmen sind uns tatsächlich gelungen. Es war sehr knapp, weil ihr seht, die Sonne ist untergegangen. Es geht ultra schnell da. Aber der Roger, Profi, Marc Zürcher Aufnahmen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Dort ratscht er da, ist gerade fertig dort. Gehen sie wieder heim. Und wir haben es auf Kamera. Affengeil. Roger, erste Marc Zürcher Aufnahme. Es war jetzt knapp, wir müssen uns besser tarnen. Morgen geht es weiter. Morgen müssen wir richtig radikal sein, weil einfach nur so der Hut oder so oder ein Turban, Marc Zürchers, Spionage ist für die nicht ein Fremdwort. Also, sind wir morgen. Der junge Mann, der gibt noch Einsatz für seinen Job. Oh shit, der Vergleich. Diese Seite zu dieser Seite. Da kennt mich niemand mehr nachher. Props für den jungen Burschen, da muss schneiden. Schau mal, die Fälle auch wegkommen. Also, lustigerweise ist der Marc Zürcher surfen heute Morgen mit dem Boot raus. Und der Hafen ist irgendwo gerade hinter uns. Also, das heisst, in den nächsten paar Minuten sollte er eigentlich mit dem Auto da jetzt vorbeifahren. Undercover-Modus. Ich habe gerade noch abgepudert, der junge Kerl. Und dort oben ist vorher gerade der Marc durchgefahren. Zuerst noch ein Schwänzchen, wenn wir noch zu einem Bann machen. Ja, ich muss noch zahlen. Da kannst du dich da. Was nicht? Good job. Very good. So, wir sind zurück. Der Roger ist ja jetzt wirklich... Geil. Der ist ein schicker junger Mann geworden. Wir wissen jetzt nicht, wo der Marc ist. Wir haben leider verpasst. Ich habe das Auto gesehen, an uns vorbeifahren. Wir können ihn jetzt spotten. Vielleicht ist er am Surfen, vielleicht ist auch die Welle nicht so gut. Wir gehen jetzt auf jeden Fall an den Strand. Hier in Nicaragua kann man mit dem TÜV machen. Vielleicht sehen wir ihn ja dann irgendwo unten in der Welle am Strand, am Planschen. Dann machen wir ein paar weitere Szenen. Marc im Urlaub. Also ich gehe schon mal schnell mit, weil mit dem TÜV an den Strand könnte geil werden. Wie geil ist das denn? Insider-Informationen machen es möglich. Wir haben den Marc gespottet. Es ist ein bisschen später am Abend und Marc Zürichers genießen den Abend an einem Bonfire. Ein schönes Feuerchen am Strand. Wir haben uns umgezogen. Wir müssen jetzt aber, drüben mal Roger, Amaru. Das ist Marc's Hostel. Das sind seine Gefilde. Wir müssen jetzt hier rein, wir müssen irgendwie einschleichen. Hoffen, dass er nicht gerade am gleichen Weg ist und dann an den Strand unten uns irgendwo unbemerkbar machen. Und hoffen, dass wir ein paar gute Schnappschüsse finden. Um einen freien, wilden Marc. Let's go. Ich glaube, wir stellen den hier rauf. Ja, es wird nicht rechts an, weil rechts macht es ein Bonfire. Das heisst, wir gehen jetzt hier rechts rauf, musst du vielleicht ein bisschen stoßen. Also dort vorne ist jetzt Ross und ein großer Berg Holz. Und so wie ich es in Erinnerung habe, oh, dort oben steht sogar einer. Ich glaube, der macht gerade Fotos von uns. Das ist der Sidi. Irgendwann ob der Sidi dir anläutet. Wir müssen es jetzt aufdecken. Der Sidi ist ein Maulwurf, danke an dieser Stelle. Und er kennt sich da aus. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Dort ist das Häuschen und dort läuft jetzt gerade eine rein. Oh oh, das ist natürlich hier ein Halbnackt, das ist sicher der Mann. Das Problem, das wir jetzt aber haben, ist, wir sind jetzt da. Die Leute kommen nachher dort runter, bräuteln dort oder weiss ich was, machen den Feuerchen, tanzen rundherum. Und wir müssen, bevor sie gehen, müssen wir wieder gehen. Weil später am Abend kommt der Marc dort, wo wir daheim sind, zu Nachtessen. Da haben wir so eingefädelt. Weil dann ist er natürlich auch mal ein bisschen abgelenkt durch Nahrung, durch Delikatessen. Wir können vielleicht nicht ganz kleinen Schritt näher an ihn herangehen. Aber wir müssen zuerst da der Hochsand wieder rauskommen. Und das ist da vorne können wir nicht raus, oder? Alter, ohne Scheiß. Ich sehe das farbige Shirt. Oh fuck, wir sind glaube ich ein bisschen offensichtlich. Ich sehe das farbige Shirt. Nimm die grosse Kamera für. Roger hat Gear dabei. Stativ wird aufbauen und ich habe das Gefühl, wenn man hier rüber schaut. Aber dort hinten machen die ihr Feuerchen. Und mit dem Riesenrohr, den der Roger dabei hat,
Da können wir sicher dran hinzoomen. Falls jemand fragt, Sunset Photography. Schau, ist er da? Ich bin nicht ganz sicher. Das ist er. Das ist er sowas von. Der Sonnenuntergang ist näher, das Bonfire wahrscheinlich auch. Und der Roger und ich, wir haben die Position gewechselt. Er ist etwa 100 Meter weg von uns jetzt. Ja, nicht einmal mehr. Vielleicht sehen wir da hinten. Wir machen jetzt mal ein paar schöne Aufnahmen von da aus und wenn es ein bisschen dunkler wird und das Feuer brennt, können wir uns vielleicht sogar noch ein bisschen näher antasten. Oh Mann, was machen wir nur da? Wir suchen immer. Hi! Toll, man mag so näher. Oh, ist das unheimlich. Hi Dago, was meinst du so? Marc hat jetzt gerade Holz geholt, wie es sich gehört, für die Gemeinschaft. Für da setzt er sich ein, hat Holz geholt, ganze Bengel. Sie zündet jetzt da an. Und der Roger ist immer noch ein kleiner Spion. Der Hund. Das Auto ist die ganze Spionageaktion wieder. Roger, der Hundefreund. Riesige Kamera dabei. Hund, nö. Laufen im Wasser. Das sind Tipps von einem Profispion. Ich laufe ein bisschen im Wasser. Schöner Sonnenuntergang. Und hinter mir, ich weiß nicht, ob ihr es seht, macht Zürich als Bonfire. Aha, das ist eine männliche Dominanz zeigen. Einander mit dem Speer abwerfen und wer zuerst zurückzuckt. Ganz klassisches Muster bei dominanten Males, wie wir es nennen. Mark-Males. Oh Mann, sorry. Also, wenn man natürlich mühen sehen, es ist ein bisschen gemein, weil er schießt natürlich bergabwärts. Er ist sonst schon grösser und schießt bergabwärts. Ja. Aber er hat Freude. Er hat Freude? Freude am Leben. Ah, mach doch einfach ein bisschen mehr Ferien. So, also, erste Aufnahme in Action. Wie wir es gerne haben, haben wir geschafft. Ich würde sagen, Abbruch, weil das nächste ist in 30 Minuten. Wir haben enge Timetables. Der Marc kommt zu uns essen. Wir müssen uns im Zimmer einsperren, damit nichts die Nacht über dafür. Aber bei der Nahrungsaufnahme ein richtiges Marc Zürich zu erleben. Ja. Das sieht man noch nicht alle Tage. Also, weiter geht's. Ja, ich habe euch gesehen, wie ihr hinterher gelaufen sind, aber im Fall, ihr könnt locker näher kommen. Wenn ihr ein Käppchen habt und eine Sonnenbrille, man hat keine Chance, man. Jeder Tourist sieht gleich aus. Ich schicke euch gerade noch ein Foto. Heute war der Marc ja bei mir und hat gesagt, komm, mach ein Foto, wie ich dich kontrolliere beim Arbeiten. Und ich gesagt, wenn du wüsstest, Mann. Zudem schlafen wir jede Nacht. Jetzt wird es richtig wild. Da kommt er nachher rein. Wir haben sogar schon einen Tisch vorreserviert für ihn. Das Ziel wäre, dass der Marc nachher da isst an diesem Tisch. Bestenfalls hockt er da. Und dann können wir dort von unserem geilen Häuschen natürlich super da filmen. Und dann gehen wir jetzt hin. Wir sind in unserem Häuschen. Jetzt noch mit Licht. Das Licht wird dann gerade gelöscht. Die letzten hastigen Pizzastückchen werden gegessen. Und der Roger ist da parat. Jetzt kommt er dann, ja. Jetzt können wir das Fenster gerade aufmachen. Übrigens nochmal, hey, Roger, deine Frisur. Noch schnell umziehen, weil sie haben uns jetzt in diesem Outfit schon gesehen. Ich würde ja gleich noch mal ein bisschen näher rangehen. Darum schnell umziehen. Und sind wir parat für Filmaufnahmen aus dem Fenster raus. Es ist schon ein bisschen creepy, was wir da machen. Während der Roger noch im Zimmer geblieben ist, habe ich mir GoPro gepackt und mich Schritt für Schritt an Marc angenähert. Andere Lebewesen haben den gleichen Plan wie ich auch verfolgt. Gedeckt getarnt bin ich dann bis auf etwa 3 Meter an und das erste Mal hinter dem Marc durchgelaufen. Erfolg. Der Marc ahnt natürlich von dem Ganzen nichts. Beim zweiten Mal habe ich mich ein bisschen näher angetraut und bin sogar noch vor seinen Augen bzw. seitwärts an ihm vorbeigestolpert. Ahnungslos wie er ist, hat er sich natürlich nur aufs Essen konzentrieren. Versucht auch mal irgendwie möglichst nahe an uns zu vorbeilaufen. Wenn ihr irgendwie so eine Mütze habt, ich schicke euch noch gerade ein Foto von meinem Surfmutz, den ich habe. Da erkennt man, hat man keine Chance. Weil man denkt ja nie, dass jemand, den man kennt, da ist. Dann können wir ruhig dann langsam ein bisschen mehr in die Offensive gehen. So, Freunde, letzte Station heute. Maxis Füdli. Es juckt, er muss tanzen, der Paarungstanz. Die Salsa-Nacht ist angesagt. Roger und ich gehen jetzt mal rein. Wir sehen es. Los geht's. Oh, ist schon Scherzhase. Laufst du nicht durch und dann tust du ihm durchs Haar streichen. Nein, sicher nicht. Nein, ich streiche nicht durchs Haar. Sicher nicht.
Ich habe mich dann tatsächlich aufgemacht, um den Marc bei einem wilden Balztanz zu beobachten. Leider war er nicht so brünstig und nur auf seinem Stühle gehockt, anstatt sein Hüftgold zu schwingen. Ich bin bis auf einen halben Meter an ihn ran, aber da ich ihm nicht wie ein Huhn aufscheuchen, bin ich dann schnell wieder gegangen. Wir sind jetzt gerade auf der Suche nach Marc Zürichers in Spiellaune. Wir wissen, dass er irgendwann da wird Volleyball spielen. Wir haben bis jetzt aber noch nicht gesichtet, wir müssen ein bisschen vorsichtig bleiben, darum auch Helm auf, immer wichtig. Wir warten jetzt mal und hoffen, dass wir das besondere Exemplar hier verspielt in der Ferien sehen können. Das wäre der Hammer. Natürlich war ja der Strassenwarten eher gefährlich gewesen. Und sobald wir den Helm abgeklappt haben, siehe da. Marc Züricher ist gerade an uns vorbeigefahren. Hier lang. Schau das einfach noch dumm an. Wie steht da? Nach kurzer, nonverbaler Kommunikation mit anderen Artgenossen hat sich der Marc eingefunden. Seine 3 Meter, die helfen ihm natürlich auch bei Ballspiel gut. Wir haben ein paar Aufnahmen durchs Gebüsch durch. Wir können aber nicht fluchtartig abhauen, weil da vorne haben wir noch 2, 3 Munis. Durch seine Fingerfertigkeit und Hand-Augen-Kombination ist er natürlich auch hier direkt im Rudel wieder beliebt. Ich finde es einfach ein bisschen krass, dass du mit einem Bier in der Aufnahme bist. Oh, stimmt. Nein, ist easy, scheißegal. Wenn du den Marc am Bier saufen, Marc ohne Helm am Fahren. Die Ferien von Marc, nein, unser Auftrag neigt sich langsam am Ende zu und ich habe einen ganz speziellen Gast bei mir, und zwar Sidi der Maulwurf. Ohne ihn wäre das Ganze überhaupt nicht zustande gekommen. Hat der Marc angestiftet, um hier ins schöne Nicaragua zu kommen. Chef im Urlaub, ihr wisst es, der Marc will immer etwas Spezielles von uns. So, wir geben dem. Also ich war selber überrascht, es ist ja so, ich bin jetzt 7 Wochen da unten. Ich habe ein Telefon bekommen und dann hat es geheißen, ja, Herr Siedrich, wir können den Marco filmen in Nicaragua. Und ich also dachte, warte. Das Ziel war, so eine Naturdoku zu machen, um mal nicht den überarbeiteten Marc zu sehen, der Nacht für Nacht in seinem Büsschen rein weiss ich was macht. Also arbeitet. Donnerstagabend Sitzung gehabt. Freitagmittag, nachdem wir dich noch schnell am Hörer hatten, Flüge gebucht. Alles abgesagt, was der Roger und ich vorhatten. Also unser Minigolf-Turnier ist halt nicht stattgefunden. Zack, Montag. Geiler Genau. Ein paar Szenen haben wir natürlich jetzt schon gefilmt. Eine fehlt es natürlich noch. Jetzt sind wir hier in Nicaragua. Eine fehlt es wirklich noch und das ist natürlich Surfen. Und ja, diese Szene. Die kommt morgen, Marc. Genau. Ich bin jetzt heute Abend da, wenn du das siehst. Du weißt noch, was du morgen vorhast. Wir sehen euch dort. Geil. Und jetzt gibt es Nacht. Danke vielmals, Sidi. Geil. Wir sind ganz weit in dem Strand rein. 3-mal fast stecken geblieben. Der Roger, der Drohnenpilot des Vertrauens, hat es jetzt gerade raufgelassen. Wir hoffen, die Shots gehen in Ordnung. Let's go! So, unsere Reise neigt sich langsam am Ende zu. Es ist aber noch nicht das Ende des Films, noch nicht wegschalten. Wir probieren natürlich an dem Ende des Videos noch am Marc seine Reaktion auf die ganzen Aufnahmen zu finden. Chef im Urlaub, das wären wir live dabei gewesen. Absoluter Wahnsinn. Morgen geht es für uns im Flüger. Für euch geht es hier anschliessend weiter. Marc seine Reaktion. Let's go! Ein letztes Mal. Ab. Freunde, Roger und ich sind schon im Taxi gewesen, Richtung Flughafen. Zack, sind die am Maulwurf. Ey, wir sind gerade nochmal im Wasser. Letzte Chance, um nochmal einen Shot zu machen. Taxi umgekehrt, am Maul angehalten. Jetzt gehen wir hier rein mit einer Villa rein. Marc Züricher, das letzte Mal im Wasser. Das letzte Mal bei mir gesehen im Wasser. Nachher müssen wir aber ab auf den Flughafen, sonst würden wir dann noch mal ein bisschen bleiben. Sind die am Maulwurf, dann lässt es sich natürlich gut gehen. Der hat eine Luxusvilla. Aber wir müssen jetzt hier vorne spienzeln. Also da jetzt so, ja, der MZU mit dem Mämband. Wir haben den Roger hier noch aufgebaut. Dann habe ich mir noch einen kleinen Schneck. Ja, da ist der Marc. Der hat noch nicht so Bock auf die Welle. Wieder mal dicht getarnt. Aber schon Marc, gib dir Mühe, nimm noch eine Welle für uns. Ja, nimm die, komm. Ah, hockt da wieder nur dort. Hockt wieder nur dort? Und der Marc,
jetzt den Welle nimmt, verpassen wir den Flug und dann muss uns noch einen neuen zahlen. Also es geht so um viel Geld, nicht mit zur Welle. Jetzt gibt er Mühe. Tut! Halbherzig. 2 Minuten noch müssen wir gehen. Ja. Was sind denn da für Paddelbewegungen? Du willst es ja gar nicht. Also lange leider nicht. Marc, jetzt hast du deinen Shot vom Leben verpasst. Schade. Also wir müssen los, wir sehen uns daheim. So, jetzt haben wir noch ein kleines Problem. Der Roger und Elias sind heute noch am Föteln gsi, hat noch ein bisschen Surffotos vom Markt gemacht. Und jetzt kommt mal da der Hermano von meinem Häuschen zu mir und sagt, du, kennst du einen Elias Thomas? Ich, fuck. Er hat seinen Pass gefunden. Und das ist der Pass von Elias, ist da. Der Flüger zurück in die Schweiz geht etwa in 4 Stunden. Jetzt müssen wir einen Driver organisieren, der den Pass so schnell wie möglich an den verdammten Flughafen bringt. Fuck, cool. Happy Birthday, sie hat gerade angerufen. Fuck, jetzt ist da irgendwie aus meinem Rucksack rausgefallen. Es ist leider so weit, Mann. Der Roger hat mich verloren. Ich habe es verkackt. Der Pass ist zwar unterwegs zu mir. 2 Stunden Sport für den Flüger. Voll bepackter Roger. Mach's gut. Probier mit dem Flug zu stornieren. Ich habe gerade 40 Minuten mit der Swiss telefoniert. 200 Franken Roaminggebühren. Woo! Pass habe ich wieder rübergekommen, das hat geklappt. Der Flug hat leider nicht geklappt. Die Swiss hat es nicht geschafft, um mich irgendwie gescheit umbuchen. Darum haben wir jetzt spontan einen anderen Flug gebucht. Halt auf dem Laufenden. So, ihr seht, ich bin im Flughafen. 6 Uhr geht mein Flüger. Der Flüger geht auf San Salvador, auf Madrid, auf Zürich. Ich hoffe, jetzt klappt alles. So, angekommen in Zürich. Es ist tatsächlich so weit, aber drüber könnt ihr raten, was passiert ist. Gepäck natürlich nicht mitgekommen. Aber hey, Leute zu Boden. Yes! So, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir gehen ein bisschen weiter, wie wir sonst normalerweise gehen. Buenos dias, heißt er! Buenos dias! So, Freunde, ich darf euch endlich sagen, um was es geht. Sehr spontan die ganze Aktion. Scheiß Hund! Oh nein, Mann! Du hast wenigstens einen Turban, ich kann immer noch den Helm haben. Ich bin nur mit dem Hut anlegen. Rauscher ist da, bereit. Gehen wir da zwischen mir durch. Oh shit, das liegt zur Seite, zu dieser Seite. Da kennt mich niemand mehr nachher. Wir müssen es jetzt aufdecken. Der Sidi ist ein Maulwurf an der Stelle. Und er kennt sich da aus. Ich weiß nicht, was gesehen. Später am Abend kommt der Marc, dort, wo wir daheim sind, geht zu Nachtessen. Also eingefällt. Oh fuck, wir sind glaube ich ein bisschen offensichtlich. Das ist völlig gestört. So nah, Mann! Der macht keinen Witz, Mann! Ach, Zürich als Bonfire. Bestenfalls noch Genau, dann bin ich geguckt. Genau, dann bin ich geguckt! Mit dem geilen Häuschen. Seitwärts an ihm vorbeigestellt. Nein! Ahnungslos, wie No er ist, way, hat er sich Da erkennt man keine Chance. er muss tanzen, der Ball. Nein! Steichel nicht durchs Haar. Das ist ein Zürich Witz, kommst Mann! du mit uns vorbeigefahren. Der schaut uns einfach nur dumm an. Grosses Kino. Ihr habt es begriffen. Genau das ist der Humor vom Ofenkult. Auch leicht creepy. Also niemand von euch hat es gewusst, außer unser Marketing-Team. Niemand interessiert. Keiner hat eine Frage gestellt, wo die zwei sind. Danke vielmals, Marc, Für die gute Zeit. dass wir unseren Job behalten können. Roger und ich sind sehr dankbar. Ich gratuliere. Haben wir es tatsächlich geschafft, dich doch noch mal zu überraschen. Einmal mehr. Also ihr wisst, dass ich euch verfluche, dass er elende P***. Doch Lohnerhöhung. Der Roger und der Lützel, die kenne ich seit der Lehrzeit. Und von diesen 2 Ängsten so hintergangen zu werden. Ja, weißt du, das sind die deine Grenzen kennen, oder? Also wenn auch ihr da mitmachen wollt und denkt, irgendwie ist das noch, sieht doch noch entspannt aus, was die Dudes hier machen, bewerbt euch. Es hat, glaube ich, noch ein paar... Hat's noch ein paar? Hat immer ein paar gute Stellen. Coole Leute, die mitspielen auf unserer Spielweise des Lebens. Immer willkommen. Jobs@mofacool.ch und Chef im Urlaub abonnieren. Ich muss heim. Weiter so. Ich habe Angst, ich muss heim. Ich muss wieder in die Macht's Ferien. gut.